Die erste Serverwartung des neuen Jahres ist vorbei und wir haben 2 neue Events, die Gala uns serviert. Aber zuallererst noch kurz die Patch Notes, die aus 2 Zeilen bestehen. Fix the issue where the Windows title was sometimes not appearing with the original UI theme. Ist quasi eine Kleinigkeit, die nicht wirklich so relevant ist, sage ich mal. Und generate changes, many Asria object textures have been reworked for a better snowy effect. Und das war der erste Patch im neuen Jahr. Gut zugegeben, es waren jetzt Feiertage und lauter so Zeug, also kann man sagen, ja gut, okay, die haben jetzt vielleicht nicht so viel geschafft in der Zeit, aber das ist nicht viel, kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, dann kommen wir, würde ich sagen, auch direkt schon zu dem neuen Event, das heißt Egg Upgrade Event. Es geht 2 Wochen, vom 4. Januar bis zum 18. Januar und besteht aus 2 Teilen. Und zwar haben wir jetzt zuallererst das Egg Upgrade. Geht wie gesagt 2 Wochen. Wir können von Monstern das Item Red Egg droppen. Maximal 10 Level unter uns darf das Monster dabei sein. Und die Monster müssen mindestens Level 20 oder halt höher sein. Wenn man das Ei bekommen hat, muss man es doppelklicken und dann öffnet sich ein separates Event-Fenster. Und von dem Event-Fenster kann man entweder direkt Belohnungen für das Red Egg bekommen oder man kann quasi bessere Belohnungen erzielen, wenn man das Red Egg upgradet. Und das ist im Endeffekt so ähnlich wie dieses Event mit den Hämmern. Also falls ihr euch daran erinnern könnt, das war ja mal während FEC war das, glaube ich, wo man diese Hammer droppen konnte und dann konnte man da auch irgendwas upgraden für bessere Belohnungen im Endeffekt. Und das ist jetzt mehr oder weniger eine neue Version davon. Hierbei muss man aber bedenken, upgraden hat halt eine Erfolgschance. Also man sieht hier, Red Egg ist quasi das Basis-Item und die Basisbelohnung ist eine Goldpille. Alles ist sehengebunden natürlich, wie immer. Dann das Orange Egg hat eine Upgrade-Chance von 50%. Hier müsst ihr immer aufpassen, dass ihr nicht in der Zeile verrutscht. Ja. Und kostet 100.000 Penya. Und dann kann man hier Blinkwing of Madrigal Potion Select Box bekommen. Zu 35% vom Orange dann auf Yellow bekommt man ein Activision, 2-mal Flask Select Box, 2-mal Upcut Stone. Dann 25% auf die nächste Stufe Green Egg. Bekommt man Low Amplification ES, Scroll of Blessing, Vitality Ring Refresher Hold. Allerdings auch wieder Upgrade-Kosten bedenken. Und Blue Egg ist dann die höchste Stufe, deswegen gibt es da keine Prozente mehr. Erreicht man mit 10%. Scroll of Resurrection, Scroll of Multi-Shop, Stat, Scroll Select Box und Scroll of Amplification ES. 2, 5, 2, 2, also 2 von den meisten Sachen, bekommt man hierfür. Und hier ist noch ein wichtiger Hinweis. Please note that event item upgrade is based on a certain probability. If the upgrade is successful, the next level will be available in your inventory. If the upgrade fails, the event item and event tab will disappear. Das heißt, wenn das wenn das Upgrade fehlschlägt, dann geht das Item kaputt. Was schon irgendwie ziemlich krass ist, weil Upgrade verringert wäre das eine. Aber dass das Ei quasi verschwindet, ist schon ziemlich crazy. Also ich würde sagen, es hat ein ziemlich hohes Risiko, hier Geld reinzustecken. Natürlich mittlerweile dank Inflation, weil man da auch sagen muss, fast ein bisschen unfair, weil ich gehe jetzt mal stark davon aus, diese Penya-Preise werden auf jedem Server gleich sein. Und sicherlich Penya generieren ist auf jedem Server gleich, aber der Wert von F-Coin zu Penya auf jedem Server ist definitiv nicht gleich. Und von dem her ist es ja, weiß gar nicht, ob das so ein gut durchdachtes Event ist mit diesen Penya-Kosten. Ist halt wahrscheinlich ein Versuch, einfach einen kleinen Penya-Sync einzuführen und wird bei dem einen oder anderen Server, vor allem die Server mit einer extrem starken Inflation, bei denen könnte das sogar funktionieren. Aber die Leute müssen halt auch aktiv hier Geld reinbuttern, weil wenn keiner hier bei dem Event teilnimmt, dann wird das auch nichts gegen die Inflation bringen. Von dem her mal abwarten, ob das überhaupt irgendeinen Impact haben wird. Ja, ich finde es grundsätzlich tatsächlich nicht so krass. Einfach aus dem Grund, dass das Egg quasi verschwindet. Wenn das nicht wäre, dann würde ich sagen, okay, dann könnte man sich hier Amplis und vor allem Upcut Stones mit einer relativ guten Prozentchance vielleicht holen. Oder halt auch Potion Select Box wäre wahrscheinlich das einfachste mit 50% Chance in Anführungszeichen, was man sich hier holen kann. Also das würde sich definitiv lohnen. Aber ich weiß nicht, du musst halt bedenken, okay, am Anfang hast du eine 50-50 Chance, das geht klar.
Aber 50-50 heißt ja, in 50% der Fälle klappt es nicht. Und dann, um zum Beispiel die Upcut Stones zu bekommen, musst du nochmal die 35% Chance bestehen. Und dann musst du quasi erst ein 50-50 gewinnen und dann nochmal fast eine 1/3 Chance hitten. Und dann kommst du erst zu den Upcut Stones. Also das ist dann schon ziemlich schwierig und da wird dann halt schon auch ein bisschen Penya draufgehen. Ich meine, wahrscheinlich, wie gesagt, wegen Inflation und so wirst du probably trotzdem Plus machen. Ich habe es jetzt noch nicht ausgerechnet. Aber ja, du brauchst halt auch die entsprechenden Event-Items erstmal. Also du kannst ja auch nicht einfach so unendlich lang upgraden. Du brauchst ja auch erst noch die Event-Items. Und da stellt sich ja die Frage, hat man so viele Event-Items, dass man da überhaupt so viele Versuche zusammenbekommt? Und ja, also vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass die meisten Leute auf die Potion Select Box gehen werden, weil es hier fast schon das beste Item mit ist. Vor allem mit der, wenn man im Kopf behält, wie einfach in Anführungszeichen die zu bekommen ist. Dann geht es ja aber noch weiter. Wir haben jetzt hier noch das Egg Achievement. Startet auch am 4. Januar, aber endet nicht. Interessanterweise. Kommen wir gleich noch zu, was das bedeutet. Während diesem Event kann man Achievement-Belohnungen bekommen, basiert auf den Eggs von dem Teil 1 Event quasi. Und hier ist es ein bisschen verwirrend, finde ich, weil man im ersten Moment halt diesen Zusatz nicht liest, weil der hier unten steht. Ich finde, den sollte man einfach drüber schreiben, aber egal. Jedenfalls ist es so, du brauchst halt eine gewisse Menge von den Eiern für im Endeffekt zusätzliche Belohnungen, kann man sagen. Und hier ist es so, dass man abhängig von seinem Level wieder verschiedene Belohnungen bekommt, aber nur für die Blue Eggs. Also bei den Red Egg, Orange Egg, Yellow Egg, Green Egg ist es so, dass es beim Level Limit kein Limit gibt. Das heißt, da kriegt jeder die gleichen Belohnungen. Bei den Blue Eggs, also bei der höchsten Stufe, davon braucht man auch hier tatsächlich nur 5 Stück, da ist es so, dass es vom Level abhängig ist. Level 20 bis 79 kriegen hier zum Beispiel Low Scroll of S Product, ES Amplis und Weapon Bonus. Level 80 bis 140 kriegen 4 Scroll of Smelting Boxen, 2 ES Amplis und 4 Weapon Bonus. Und 141 bis 160 kriegen X Protect, ES Amplis und Sunstones. 3x X und 3x Sunstone und 2x ES Ampli. Was schon ziemlich nice ist, muss man sagen. Dann ist hier aber noch dieser folgende Zusatz. Diese Belohnungen sind limited und können nur einmal pro Charakter mit einem wer zuerst kommt, mal zuerst Prinzip vergeben werden. Und dieses Event wird nicht enden, wenn das also nicht am 18. Januar, wenn das andere Event endet, sondern dieses Event wird weitergehen. Finde ich ein etwas merkwürdiges Prinzip, um ehrlich zu sein, aber gut. Grundsätzlich soll dieses zusätzliche Event wahrscheinlich einfach dazu anspornen, auf die Blue Eggs zu gehen, weil ich finde, also hier sieht halt Blue Egg irgendwie, für mich persönlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit den Wahrscheinlichkeiten und so, nicht so aus, als wäre das jetzt wirklich erstrebenswert, ja, weil die Wahrscheinlichkeit darauf einfach so gering ist. Aber mit den zusätzlichen Belohnungen kann man es halt besser rechtfertigen, dass man halt darauf geht. Allerdings muss man hier zum Beispiel bedenken, das gibt es nur 100 Mal und man kann es ja nur einmal pro Charakter bekommen. Und das heißt, 100 Leute auf dem ganzen Server können diese Belohnung nur bekommen. Und das ist schon ganz schön wenig, muss man sagen. Also, ja. Und bei Red Egg sind es 5000. Aber ja, grundsätzlich auf jeden Fall ein interessantes Event. Ich würde es jetzt nicht direkt als super schlecht bezeichnen. Ich finde halt, das einzige Detail, was hier halt irgendwie das Ganze ein bisschen schade macht, ist halt, wenn das Upgrade fehlt, dass dann das Event-Item verschwindet. Das ist halt das Einzige, wo ich sage, okay, wenn das nicht wäre, dann wäre es wahrscheinlich echt kein so schlechtes Event. Für auch auf die Serverwirtschaft bezogen, mit Inflationsbekämpfung und so. Aber dadurch, dass das Event-Item verschwindet nach Eventende, finde ich es grundsätzlich etwas schade. Und es ist jetzt halt auch nicht das spannendste Event, muss man dazu sagen. Ja, also davon mal abgesehen. Dann haben wir noch ein zusätzliches Wochenend-Event, Find the Golden Monster Event vom 5. bis 7. Januar. Hier ist es einfach so, dass die Spawnrate von Golden Eyebarts in Reborn Dungeons verdoppelt ist. Das heißt, die Chance, dass ein goldener Eyebart, wenn man den besiegt, erhöht sich die Drop-Chance und die XP-Rate, die ein Bossmonster im Reborn Dungeon hat. Die Chance, dass so ein Eyebart spawnt, wird einfach verdoppelt. Also jetzt nichts Weltbewegendes. Und dann haben wir noch den January 2024 Pass. Der läuft jetzt zwar schon ein paar Tage, aber ich habe ihn bisher noch nicht erwähnt. Der ist jetzt natürlich auch am Start. Es wird der Standard Battle Pass mit allen zusätzlichen Belohnungen. Und hier auch nochmal der Hinweis, weil ich habe letztens einen Shout gesehen von jemandem, der einen Vendor kaufen wollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Spieler hatte einen guten Grund dafür, dass er einen Vendor kaufen wollte. Es gibt auch Gründe dafür.
Aber grundsätzlich, vor allem für Leute, die vielleicht noch nicht so lange spielen, der Battle Pass hat hier einige exklusive Vorteile. Die könnt ihr euch unter anderem im Cash Shop angucken. Und hier ist es so, dass diese Vorteile nur durch diesen Battle Pass hier gegeben werden. Also das ist immer dieser große Battle Pass, der immer einen Monat eigentlich geht. Die Battle Pass Season hieß das früher, jetzt ist es so ein monatlicher Pass, der immer den Monatsnamen trägt, in dem wir uns aktuell befinden. Und da bekommt ihr halt zum Beispiel einen 2-Tage-Vendor einfach oben drauf. Oder ihr bekommt zum Beispiel Common Bank und erhöhte Upgrade-Geschwindigkeit. Solche Sachen eben. Und das heißt, das ist alles mit in diesen 1000 F-Coin, die der Pass kostet, mit drin. Und zusätzlich bekommt ihr alle Belohnungen im Endeffekt mal 2 plus die Standardbelohnungen. Also im Endeffekt dann 3-fache Belohnungen, wobei einfache Belohnungen hat jeder. Also ja, doppelt so viele Belohnungen wie alle anderen. Nochmal als Bonus. Und das ist schon ziemlich nice. Einzige, was man bedenken sollte, ist, Battle Pass lohnt sich halt belohnungstechnisch eigentlich erst ab Level 80, weil unter Level 80 bekommt man deutlich schlechtere Belohnungen. Aber ja, das war es im Endeffekt zu dem Battle Pass noch. Und dann haben wir noch ein neues CS-Set. Und zwar das Artificial Speed Set. Und yo, das sieht wild aus. Und es sieht nicht nur wild aus, es ist auch wild. Weil ich dachte mir so, okay, vielleicht ist das nur die Hülle von dem CS-Set oder so. Aber nein, das sieht tatsächlich wirklich so aus. Also ich muss sagen, der Cloak, der hat was. Also ich kann mal Remove Fashion machen. Und dann nochmal den Cloak ausrüsten. Also das hat irgendwas. Das ist mal was ganz anderes. Ob man es jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall mal was Neues. Ja, und das kann mit mit manchen CS-Kombis kann das wahrscheinlich richtig, richtig pervers geil sein. Und das ist halt, wie gesagt, das ist was komplett Neues. Ja. Aber dann wiederum das CS-Set, I don't know about that. Also da ist halt, dein Charakter verschwindet halt quasi in so einem Ganzkörperanzug, mehr oder weniger. Und du siehst quasi gar nichts mehr. Also du bist quasi wie so ein Alien oder wie so ein Außerirdischer oder, keine Ahnung, Science-Fiction-Charakter oder so. Erinnert halt wirklich nicht mehr sehr stark an einen Live-Charakter, weil man den Charakter an sich quasi gar nicht mehr sieht. Unter der Kleidung oder was auch immer das sein soll. Also ist eine sehr interessante Entscheidung, sage ich mal, so ein CS-Set zu releasen. Aber ich muss persönlich zugeben, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Und das ist grundsätzlich auf jeden Fall immer nicht schlecht, wenn man mal was Neues probiert. Weil immer das Gleiche ist halt langweilig. Und wie gesagt, so ein paar von diesen Cloaks kann ich mir schon gut vorstellen, dass die richtig nice aussehen mit dem richtigen CS. Aber ja, das waren alle Infos und News von heute. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video oder auch im Stream. Livestream-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.